Herzlich willkommen zu Walter Stuber, der Mutmacher, im Gespräch. Herzlich willkommen beim Mutmacher im Gespräch. Heute mit dem Gast, dem Matthias Feig von Feig Gerüstbau aus Seewald. Matthias, stell dich mal selber vor. Mein Name ist Matthias Feig. Ich bin einer der Geschäftsführer der Firma Feig Gerüstbau GmbH aus Seewald im Schwarzwald. Da muss ich betonen, weil es gibt noch mehrere Feigs. Wir sind eine große Gerüstbauerfamilie. Und ich bin seit 1991 im Unternehmen, seit 2007 Meister und seit 2015 Geschäftsführer oder Mitgeschäftsführer. Mhm. Jetzt bist du natürlich in die Wiege gelegt worden, schon mit dem Gerüstbau. War das für dich immer klar, dass du mal in den väterlichen Betrieb einsteigst? Jein. Ich habe durchaus mal ein paar Säcke ausprobiert. Also in der Schule das Praktikum, da wollte ich mal noch Koch werden. Da das Praktikum so schlecht organisiert war seitens dem Hotel, wo ich da hin musste, habe ich das ad acta gelegt, weil ich durfte dann 3 Tage nur Kartoffeln schälen und so habe ich mir das nicht vorgestellt und ich durfte einfach nicht mehr machen. Ne? Dann die Schule fertig gemacht und ich habe mich dann schon Richtung Gerüstbau im weitesten Sinne orientiert. Ich habe dann Bauzeichnerschule gemacht und nachdem diese fertig war, war ich so 2 Jahre in der Findungsphase, habe alles Mögliche ausprobiert, vom Fahrer bis zum Bäckereiverkäufer. Und irgendwann hat der Vater gesagt, komm, was soll denn das jetzt hier? Jetzt kommst du mal ins Büro und ich lerne dich ein, was recht gut funktioniert hat und ich dort auch recht schnell Fuß fassen konnte. Ich meine, 3 oder 4 Jahre nach dem Eintritt habe ich dann die damals maximal höchste Prüfung absolviert. Das war noch der geprüfte Gerüstbau-Kolonnenführer. Da gab es von der Innung einen Crashkurs für Führungskräfte, der dann innerhalb 3 Wochen ablief, anstatt den ursprünglichen 6 Wochen. Und den habe ich damals absolviert. Und ja, seither bin ich eigentlich im Büro in der Planung, Angebotsausarbeitung tätig. Ja. Jetzt sehe ich natürlich, viele Menschen folgen auf meinem Status in WhatsApp und du bist auch einer dabei. Seit neuestem sehe ich natürlich, du bist schon recht früh unterwegs. Sagst du, okay, ich schaue im Bett noch aufs Handy oder bist du da schon aktiv in der Früh? Nein, also in der Regel stehe ich so gegen 6 auf. Na, das ist so meine Uhrzeit, mal eine Viertelstunde früher, mal so eine Viertelstunde später, wie ich aufwache. Ich stelle mir keinen Wecker, weil das ist so viele Jahre, das brauche ich keinen Wecker mehr. Das Handy arbeite ich dann am Frühstückstisch ab, so meine privaten Kontakte, was gibt's Neues, bisschen Social Media. Was ich dann auch schon tue, ist die unnötigen E-Mails löschen, die dann immer reinfliegen, weil das Handy ja synchronisch, also damit, wenn ich dann irgendwann zwischen 7 und halb 8 in Betrieb gehe, dass ich das alles schon nicht mehr auf dem Schirm habe, ne? Und mich dort dann gleich auf die eingegangenen E-Mails konzentrieren kann. Die arbeite ich dann morgens immer ab. Meistens sind es Anfragen, ne, die bei mir landen. Und da sortiere ich dann aus, was tatsächlich dann angeboten wird und was nicht. So, das sind so meine ersten Schritte morgens, ne? Recht früh, gut, ja, für manchen mag das früh sein. Ich hatte schon frühere Jahre, wo ich 8 Jahre in Stuttgart tätig war und dort das Baubüro für die Industrie geleitet habe. Da bin ich um 5:30 aus dem Haus und losgefahren, damit ich den Verkehr umgehe, ne? Jetzt also bei mir geht's oft so, dass ich nachmittags so ein kleines Tief habe, ja, so kurz nach dem Mittagessen. Wie geht's denn dir der ganze Tag? Bist du den ganzen Tag motiviert und energiegeladen oder sagst du, ja, ich muss um 3 nachmittags aufhören oder bist du jemand, der sagt, okay, ich arbeite bis 18 Uhr und länger? Nein, ich halte mich an meine Arbeitszeit.
Also ich arbeite bis 12:30, dann mache ich Mittagspause bis 13:30 und dann arbeite ich bis 17 Uhr. Und da versuche ich, mich bestmöglich dran zu halten, weil irgendwann ist man ausgepowert. Ne? Ich mache aber schon seit ich eigentlich denken kann, ich glaube seit ich 25 bin, ein Mittagsschläfchen von 15 bis 20 Minuten, was sich sehr gut eingebürgert hat und auch wieder Energie gibt. Also das heißt, ich habe nicht weit nach Hause, vom Büro 2 Minuten Fußweg bin ich zu Hause, Mittagessen und dann lege ich mich in der Regel 15, 20 Minuten hin und bin dann wieder voller Tatendrang auf den Mittag. Sicherlich gibt es Ausnahmen, wo ich mal früher da bin oder auch länger bleiben muss, weil es einfach dringend was fertig gemacht werden muss. Kennt jeder. Aber ich versuche das bestmöglich einzuhalten. Das hat mir mein Senior mal mit auf den Weg gegeben. Mach's nicht so wie ich. Und bist dann 5, 6 Tage in der Woche im Büro. Ich habe viele Aufgaben, die er noch selber überwacht, ich sage ausdrücklich überwacht hat, habe ich delegiert und meine Mitarbeiter aufgetragen. Und ich muss eigentlich nur noch stichprobenartig kontrollieren. Weil die komplette Überwachung, wenn man das selbst versucht, das geht nach hinten los. Weil dann brauche ich keine Mitarbeiter, dann kann ich es gleich alles selber machen. Man muss da schon den Leuten vertrauen und auch Fehler eingestehen. Ja, die können passieren, die sollten halt nicht öfters passieren, aber von dem her, ja, wie gesagt, Freizeit ist ein wichtiges Gut, ne? Auch Zeit mit der Familie und deshalb versuche ich bestmöglich auch mich an meine Zeiten zu halten und natürlich muss ich abends so Gas geben, damit ich dann meine geplanten Aufgaben erledigt bekomme. Ne? Ja, also euer Unternehmen kenne ich sehr gut. Was mich mal begeistert hat, in den 90er Jahren, also 1990 oder sowas war das, oder 91, habt ihr die Mangfallbrücke gemacht mit Holzleinbinder und es hat mich total begeistert, das Projekt. Und deswegen war ich immer an den Fersen eures Unternehmens dran und zu schauen, was macht ihr besonders gut. Und da habe ich festgestellt, ihr macht ganz viel sehr gut. Aber da muss ich korrigieren, die Mangfallbrücke, das war mein damals Onkel Robert, das war der Köschinger Feig. Ah, okay. Die Leinbinder. Die waren unter, die haben sie abgekippt und dann vorgefahren und wieder hochgezogen. Ja. Wir haben auch in die 90er Jahre aber auch mit dem Thema, aber wir hatten das zuerst auf dem Tisch. Wir haben die Sinntalbrücke mit Leinbinder gemacht damals. Die Hasentalbrücke, Entschuldigung, und die Sinntal war mit Stahlbau. Und die ersten Leinbinder wurden eingesetzt von uns in Köln an der Hohenzollernbrücke. Das war auch so Anfang der 90er Jahre. Ein Riesenprojekt für uns damals. Eigentlich so, ja, das Durchbruchsprojekt, sagen wir mal. Das war, ja, damals Größenordnung, ich meine 12 Millionen D-Mark. Alles in allem lief natürlich mehrere Jahre und das war schon eine Herausforderung. Für die damalige Betriebsgröße, ja. Wie groß seid ihr jetzt momentan von den Mitarbeitern? Wir sind 47 Mitarbeiter und ich decke noch etwa 50 Monteure über Nachunternehmer ab. Also um die 100 Mitarbeiter. Also ganz schöne Größe für ein Unternehmen. Ja, im Gerüstbau seid ihr sicher bei den, sagen wir mal so, die meisten Unternehmer haben ja 10 bis 30 Mitarbeiter da drin, vielleicht noch kleine Mitarbeiter, das ist die überwiegende Zahl. Und es gibt ja ganz wenige große Unternehmen. Das sind 3 große ganz vorne, dann bis 500 gibt es ein paar Firmen, aber dann so, wo 100 Mitarbeiter haben, die kann man fast an der Hand abzählen in Deutschland, glaube ich. Möglich, ja. Ja. Was ist denn jetzt deine Vision für die nächsten Jahre? Wo möchtest du hin? Ich möchte eigentlich nirgends mehr hin. Ich möchte das erhalten, was momentan unser Fachgebiet ist. Dort die letzten Schwächen ausmerzen und die Qualität zum halten, beziehungsweise an manchen Stellen noch verbessern. Ich habe das Problem, die Leute zu finden, die dann wochenlang auf Montage gehen möchten, ist äußerst schwierig.
Und ich habe vor, das so zu halten, wie es jetzt ist. Vielleicht muss man auch ein bisschen kleiner werden, um das alles bewerkstelligen zu können. Arbeit ist genug da in unserer Sparte, da sehe ich keine Probleme. Ich habe eher das Problem, dass mir die Leute und das Material im Ausgehen, eher die Leute. Und ich dann Aufträge ablehnen muss, weil ich keine Leute mehr akquiriert kriege. Selbst auch Nachunternehmer nicht mehr, die das können, was wir machen, beziehungsweise was ich auch einfordere, was sie können müssen. Es geht uns ähnlich, ja. Es geht uns sehr auch. Wir bilden aus. Wir haben deshalb 3 Auszubildende, die auslernen, die bleiben das mal, ja. Aber wir haben immer die Herausforderung mit Montage. Immer wieder, die Leute aufhören wegen Montage. Und die Nachunternehmer, die wo kommen, die kannst du vielleicht noch abbauen lassen. Da zu finden, die wirklich gut im Plan lesen können, sehr, sehr selten geworden. Ja. Das ist richtig, ja. Ja. Gut, meistens sind sie, ja, wir haben eingesessen, ich habe Nachunternehmer, die sind schon größer 35 Jahre für uns tätig. Ja. Aber die kommen natürlich auch ins Alter langsam, ja, zumindest die Inhaber. Da ist dann irgendwann das Ziel, wenn die dann meinen, jetzt möchten sie doch in Rente gehen, dass man die Mitarbeiter zumindest übernimmt. Ja. Weil, ja, ich sehe da viel Potenzial. Auch die Leute sind teilweise lang dabei und die Vorarbeiter sind gut, die kann man auch alleine schicken. Ja. Und das sagen wir mal, schriftliche, was jetzt der jetzige Firmeninhaber macht, das kriegt man denen ja auch noch beigebracht, ja, dass sie halt ihre vernünftige Bautagesberichte schreiben und die Rapporte vernünftig aufs Papier bringen. Ja. Alles andere ist in der Regel geplant und wird vom Bauleiter von meinem Haus gesteuert. Ne? Aber es geht meistens um die Kleinigkeiten vor Ort, die man noch schnell mitmachen soll. Ne? Sollte man dann auch entsprechend auf Papier bringen können. Aber da sind wir dran. Das wird zumindest mal die nächsten 10 Jahre noch funktionieren. Jetzt habt ihr nicht nur Höhen gehabt in eurer Unternehmenszeit. Ja, das Unternehmen gibt es seit 1973. Da gibt es ja auch einige Tiefen. Wie seid ihr denn damit umgegangen mit so Rückschlägen? Gut, was heißt Rückschläge? Ich meine, Rückschläge möchte ich jetzt nicht sagen. Wir waren eigentlich die letzten 30 Jahre, solange ich jetzt im Unternehmen bin, ich glaube, bis auf ein Jahr immer gesund. Und das eine Jahr war bilanziell ungesund, weil die Außenstände so hoch waren, beziehungsweise viele Nachträge noch nicht bezahlt wurden. Das konnte man im Folgejahr dann akquirieren, weil dann die Nachträge eingingen, beziehungsweise die unzähligen Gerichtstermine zu Ende waren. Niederlagen würde ich jetzt nicht sagen. Ich sage mal, man zahlt ab und an mal Lehrgeld, wenn man sich an neuen Sachen versucht. Daraus muss man halt seine Schlüsse ziehen und das zukünftig vermeiden. Ne? Ja, so Tiefpunkt, also es ist immer schwierig. So einer unserer Referenzprojekte, die große Brücke in Speyer, die hätte uns fast Kopf und Kragen gekostet, weil planungstechnisch so viel gefehlt hat, dass wir dann liefern mussten und vorschießen mussten, monetär. Die wurde 2015 abgeschlossen. Die Gelder sind noch nicht geflossen. Mhm. Ja, das muss man erstmal verkraften als Unternehmer. Das ist eine hohe 6-stellige Summe, die man da vorschießen musste, geschweige denn die Nachtragssumme, die sich da über 3-4 Jahre angesammelt hat, solange das Projekt lief. Ich meine, jetzt im September ist mal ein Gerichtstermin. Ich hoffe, da gibt es jetzt mal eine Entscheidung und nicht wieder nochmal 5 neue Gutachter. Was ein großes Problem ist, dass niemand entscheidet. Ja, das haben wir auch durch. Also ich versuche jetzt auch Auftragsgrößen, es ist immer schön, wenn man einen Großauftrag hat. Und zeitlang war es dann Mode, sagt, ja, größer, da brauchen wir nicht so gute Preise. Das rechnet sich dann schon, weil du hast weniger Gemeinkosten, die Transporte, das akquiriert sich alles. Sehe ich komplett anders. Ich sehe das so, das Große muss
genauso viel verdienen wie das Kleine, weil wenn ich was Großes habe und da verschiebt sich was und es schiebt sich dann in eine Zeit rein, wo ich eigentlich schon voll bin, so, oder ich kann gar keine anderen Aufträge annehmen, weil ich das Große habe, wo kommt dann die Kohle her? Also muss das Große das Gleiche erwirtschaften wie eine kleine Baustelle. Ja. Und ja, das ist ein langer Weg, bis man das auf Papier hat. Aber wenn man dann seine Zahlen anschaut und die Zeiten vernünftig kalkuliert, dann sieht man, dass man auf einem großen, ich sag, fast genauso viel Kosten hat wie auf einem kleinen Projekt. Ne? Ja, also bei uns ist es so, wir haben Projektuntergrenzen und wir haben Projektobergrenzen uns eingeführt und wir haben einfach für uns selber festgestellt, 80.000 € sind die besten Aufträge und da drin haben wir die höchsten Deckungsbeiträge. Und ich sage immer eins, das Einfachste wäre, wir können einfach 80 Aufträge, 80.000, das wäre mir das Liebste. Dann ist das ganze Geschäft im Jahr gedeckelt. Und am besten hat die schon im Januar im Haus. Ja, okay. So einfach, wenn es wäre, ja. Aber ja, das habe ich jetzt nicht Untergrenzen, ja, weil ich kalkuliere jedes Projekt auch mit Transportkosten und so weiter. Die Untergrenze ergibt sich automatisch, weil ich die Aufträge dann meistens nicht bekomme, wenn es zu klein ist. Und ein bisschen weiter weg habe ich dann preislich keine Chance. Es ist recht schnell kalkuliert, wenn es eine Standardanfrage ist. Ja, ich gebe sie meistens ab, weil es die Kunden halt sonst auch von mir erwartet. Aber ich sage mal, Untergrenze bei uns wird, ich schätze, eher 40 bis 50 sein. Und nach oben Durchschnitt, wie gesagt, so 100 bis 200.000 ist so der Durchschnittsauftrag in unserem Gebiet. Ne? Natürlich gibt es auch größere, aber so, das ist so der Standard. Ne? Ja, wir haben 2018 haben wir noch 1000 Angebote abgegeben im Jahr. Letztes Jahr waren es noch 450 Angebote und da haben wir jetzt ungefähr so 50% haben wir dann gewonnen oder bekommen. Und es ist so, wir machen gar keine öffentliche Ausschreibungen mehr. Das machen wir nicht, auch keine beschränkte. Wir konzentrieren uns auf eine gewisse Kunden, unsere Stammkunden und das läuft auch ganz gut. Habe ich auch null. Öffentlich null, in Anführungszeichen öffentlich schon, aber ich bin immer hinter irgendeinem GU oder wie auch immer. Ne? Ja. Ja. Weil im Brückenbau oder Ingenieurbau, sagt man ja, ne, ist es schwierig, da direkt an Aufträge zu kommen, weil die schreiben aus beim GU Gerüst ein Stück pauschal. Ne? Schau mal, was du brauchst, da schreibst du halt mal eine Pauschale rein. Finde ich völlig daneben. Vor allem durch die Schnelllebigkeit, die wir jetzt haben, dass alle Unterlagen einfach per E-Mail 1:1 durchgereicht werden. Kriegst du 500 Blatt Papier und 2 Seiten betreffen dich eigentlich. Ne? Und ich versuche dann, die Erfahrung zu nutzen und sage, okay, die Arbeiten werden gemacht, also wird das und jenes benötigt, schickt es dann rein und in der Regel passt es. Und wenn es dann noch Fragen gibt oder ich eine Kleinigkeit vergessen habe, dann schiebt man es halt hinterher. Ja, weil, also so LV würde ich nie ausfüllen. Nie. Gut. Nie. Jetzt gehen wir auf die, mal, was machst du so in der Freizeit? Ich mache in meiner Freizeit, ich habe 2 Hunde, beziehungsweise wir in der Familie. Wir gehen auf den Hundeplatz. Wir gehen mit denen spazieren. Ich versuche, die zu trainieren. Momentan machen wir den sogenannten Hundeführer. Schein in Anführungszeichen. Also ich möchte Hundeführer sein am Schluss. Ich habe zwar einen kleinen Hund, der das nicht bräuchte. Ich möchte das mit dem aber machen, weil ich finde, auch ein kleiner Hund muss entsprechend Erziehung genießen. Und das macht sehr viel Spaß, wenn man die Erfolge dann sieht. Auch einiges meiner Frau zu verdanken, weil die hat ein bisschen mehr Freizeit, die beschäftigt sich ein bisschen mehr mit ihnen. Die bringt ihnen auch viel bei. Des Weiteren spiele ich gerne Darts. Habe ich vor 30 Jahren auch aktiv gemacht, in jungen Jahren. Jetzt seit 3-4 Jahren spiele ich für mich zu Hause 3-mal die Woche so 1 Stunde, um abzuschalten. Und ich gehe mal hier in den Verein mal einen Abend oder 2 einfach mal, um gegen andere ein bisschen zu spielen. Was ich auch sagen muss, ich bin ein Gamer.
Schon immer gewesen, bin ich heute noch. Also die PS5 läuft durchaus auch 1-2 Mal die Woche. Hast noch kein eigenes Gerüstbauprogramm entwickelt? Wie zum Gamen? Nee. Aber es gab tatsächlich mal so ein ganz einfaches Programm, das hieß Bridge Building. Da hat man dann da musste man Brücken bauen. Also ganz einfaches Ding, musste man die Stäbe irgendwie zusammen frickeln und am Schluss Knöpfchen drücken. Und dann ist ein Zug drüber gefahren und hat es entweder gehalten oder nicht. War hochinteressant. Ganz einfaches Programm für den PC. Das ist aber auch schon 30 Jahre her fast. Aber so eigene Programme. Also in meiner Freizeit versuche ich nichts mit Gerüst zu tun zu haben. Ich sage auch meiner Frau, die auch hier arbeitet, ich möchte zu Hause eigentlich nichts wissen. Ja. Weil ich habe den ganzen Tag genug um die Ohren. Und wenn sie dann ein Problem hat und zu Hause anfängt, dann sage ich, nee, das kannst du mir morgen sagen, im Betrieb. Ja. Jetzt ist ja das im Schwabenland ja eine Ausnahme, dass man Lob bekommt. Bekommst du von deinem Vater genügend Lob? Nichts geschwätzt, ich glaube, nur, sagt man doch, ne? Selten. Ich bekomme schon Rückmeldung, sage, ja, gut gemacht oder schöner Auftrag geholt oder, ne? Aber jetzt so, wie soll ich sagen, wortwörtlich sage, ich freue mich oder das ist toll. Ja, nee, ich glaube, so sind die Schwaben auch nicht gestrickt oder zumindest meine Familie auch nicht. Ne? Ich gebe auch zu wenig Lob, sage ja ganz offen und ehrlich. Ne? Das kommt selten vor, dass ich Mitarbeiter mal sage, ja, hast du super gemacht. Ne? Es kommt vor, aber zu wenig. Also an alle meine Mitarbeiter, die das sehen, ich lobe euch alle. Ich bin froh, dass ich euch hab. Was möchtest du so im Leben noch erleben? So ein persönliches Ziel? Ich persönlich, für mich, habe eigentlich keine größeren Wünsche. Ich möchte, dass mein Sohn, der ja Autist ist, dass wir den voll auf den richtigen Weg bekommen. Wir haben es jetzt geschafft. Er ist jetzt 20 Jahre alt und beginnt voraussichtlich im September seine Lehre als Bürokaufmann. Oh, das ist toll. Ich wünsche mir, dass das klappt. Er macht im Moment ein Praktikum in Offenburg. Da gibt es so eine Einrichtung. Da ist die Ausbildung, wird dort an einer Stelle ausgebildet. Also da ist Büro, Berufsschule, Ausbildung, Internat, alles an einer Stelle. COD heißt die Einrichtung. Und da ist er jetzt seit Montag. Bis jetzt klappt's gut. Also er war noch nie allein irgendwo und es ist sehr, sehr schwer für ihn, das weiß ich. Und ich wünsche mir, dass das funktioniert und dass sein Wunsch in Erfüllung geht und er irgendwann bei mir im Büro als Kaufmann arbeiten kann. Das wäre super, ja. Da kann ich auch einige Geschichten erzählen. Da kenne ich auch jemand. Die Frage ist ja das bei den Gerüstbauern, die viele sagen, mein Urlaub ist im Büro. Wie ist es bei dir? Wie lange konntest du in deinem Leben jetzt mal schon, oder wie lange warst du überhaupt schon mal im Urlaub? Ich gehe jedes Jahr 2 Wochen im Sommer, 2 Wochen im Winter. Im Winter schon immer, da haben wir die Betriebsruhe, einfach über Weihnachten, Feiertage, da ist der Betrieb geschlossen. Da habe ich 2 Wochen Urlaub und im Sommer gehe ich auch immer 2 Wochen in Urlaub mit der Familie. Der restliche Urlaub, ja, nehme ich sporadisch mal 1-2 Tage, wie es gerade passt. Wenn ich sehe, ich habe weniger, dann bleibe ich mal einen Mittag zu Hause oder wie auch immer. Aber der Familienurlaub ist eigentlich seit der Junior da ist, auf jeden Fall regelmäßig. Ich denke, seit jetzt 15, 16 Jahren. Ja, muss man, da geht die Welt nicht unter, wenn man mal 2 Wochen nicht da ist. Also das kann man alles vorher regeln. Man kann gucken, dass man alles Wichtige erledigt hat. Und für Notfälle bin ich ja dann erreichbar. Also, ich bin ja nicht auf einem anderen Planet. Wenn wirklich alles, ich habe auch das Handy zwar dabei, aber immer umgeleitet, dass alle Anrufe ins Büro gehen. Und wenn man mich erreichen möchte, kann man mir eine E-Mail schreiben oder WhatsApp. Du, ich dringend, melde dich mal kurz.
kann ich die Entscheidung treffen, wenn es nötig ist. Oder ich habe ja noch 2 Schwestern, die mit in der Geschäftsführung sind, die dürfen ja auch entscheiden. Also funktioniert recht gut. Ja. Also wir machen jetzt 2. Jahr machen wir Betriebsurlaub. Das haben wir uns also nie vorstellen können, dass es funktioniert. Hat letztes Jahr sehr gut funktioniert, 14 Tage zu. Wir haben dann eine Notfallkolonne da, also 3 Mann und einen Bauleiter. Das macht mein Sohn das Jahr, weil der dann nach dem Urlaub fliegt der noch 2 Wochen nach Japan. Das war beim Traum von seiner Frau. Und ich finde das eine gute Lösung, dass man den Betrieb einfach mal runterfährt. Mhm. Und die Kunden konnten damit auch ganz gut leben. Also wir haben das mit den Kunden schon 1 Jahr im Voraus, haben wir das denen angekündigt, dass wir da Betriebsurlaub machen. Und da kriegen sie nichts. Das ist der Plan. Ja, ist gut. In meiner Sparte etwas schwierig, weil ich im Brückenbau oder Brückensanierung ist man meistens von irgendwelchen Sperrungen abhängig. Und wenn dann noch Aufträge sind, wo die Bahn mitspielt, dann sind die Sperrfenster 1 Jahr vorher schon festgeschrieben. Ne? Ja. Ja, und gut, deswegen einen guten Auftrag nicht annehmen, weiß ich nicht. Ist natürlich super, wenn das funktioniert. Klar, hätte ich auch gerne. Wir verteilen halt den Urlaub gleichmäßig, dass jeder seine 2 bis 3 Wochen Urlaub im Sommer hat und muss mal gucken, wer vertritt wen. Das kriegt man auch hin. Funktioniert auch. Ja, ihr seid ja mit eurem Betrieb schon sehr lange bei der Innung. Weißt du noch, wie lange ihr schon dabei seid? Also ich meine von Anfang an, also relativ früh. Ich weiß nicht, ob von 73 an, aber seit ich in der Firma bin, auf jeden Fall. Also ob wir jetzt schon 50 Jahre in der Innung sind, das müsste ich jetzt wirklich nachgucken, das weiß ich nicht. Also, was hat euch die Innung insgesamt gebracht, wenn man mal so fragt? Also ich nutze die Innung, wenn ich Fragen habe, doch recht oft. Wenn es eine technische Frage, eine rechtliche Frage, ich muss nicht immer gleich einen Anwalt anrufen oder wie auch immer, da rufe ich dort an und frage, das Problem habe ich, schau mal schnell rein, kriege ich eigentlich meistens ad hoc Antwort, spätestens dann einen halben Tag, wenn es was Komplizierteres ist, einen halben Tag später kriege ich eine E-Mail, dass ich weiterkomme. Meistens sind es rechtliche Sachen, die man halt doch nicht so bewandert ist auf Dauer. Was ich auch viel genutzt habe in jüngeren Jahren, sind die ganzen Weiterbildung und Seminarangebote. Also da sind auch ein paar recht gute dabei. Bei dir war ich glaube auch mal, da hast du mal ein Kalkulationsseminar geleitet, wenn ich es noch richtig weiß. Gell? Ja, richtig, ja. Ja, so Sache. Also man kann da schon ein bisschen was abgreifen, denke ich, und das sollte man auch nutzen, weil man muss nicht immer alles wissen, aber die ganzen Unterlagen hat man zur Hand und meistens fällt einem doch was ein, Mensch, da war doch irgendwo mal was. Das muss doch da gewesen sein und dann kann man es nachschlagen und ja. Ich finde es keine schlechte Sache. Ne? Genau. Jetzt hast du sicher auch bei deiner Betriebsgröße einige Auszubildende. Leider nicht. Leider nicht? Leider nicht, nein. Ich habe aber vor, jetzt, da wir unser neues Bürogebäude bezogen haben, haben wir jetzt auch vom Platz her die Möglichkeit, zumindest mal im Büro einen Auszubildenden einzustellen. Das war vorher gar nicht möglich. Wir waren so überfüllt im alten Büro. Ja. Und das haben wir jetzt, 2 Häuser weiter haben wir Neues gebaut und da haben wir jetzt vom Platz her genügend Reserve, dass sowas auch denkbar ist. Gerüstbau weiß ich noch nicht, ob ich das angehen möchte, möchte es aber auch nicht ausschließen. Ich vorher schon mal kurz angesprochen, die Montagetätigkeit, die wir ausüben, ist schon schwierig genug, Leute zu finden. Und wenn ich dann am Auszubildenden sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt darf, dass der auf Montage geht, ich habe mich da noch gar nicht informiert, sage, du bist dann nur alle 14 Tage oder alle 10 Tage zu Hause. Ob der sich dann drüber freut? Glaube ich nicht. Also wir haben unsere erste und zweite Ausbildungsjahr machen bei uns, die machen Fassadengerüste um 30 Kilometer um die Haustüre. Und erst wenn die im 3. Ausbildungsjahr sind, da sind sie meistens auch 18. Da dürfen die auch 10 Stunden arbeiten mit 18, weil drunter dürfen die ja nur 8 Stunden arbeiten. Das sind dann Behinderte, der ganze Betrieb.
Da ist es so, im 3. Ausbildungsjahr fahren die dann mit auf Montage. Okay. Da ist das kein Problem, aber drunter geht es nicht. Also darunter haben wir da Probleme. Jetzt ist es so, die Gerüstbauer haben wollen im Leben einmal einen großen Kirchturm einrüsten und kaufen sich ein Spielzeug normalerweise im Jahr, im Leben. Jetzt ist es so, beim Tom Nitti, den habe ich also jetzt vor kurzem auch im Podcast gehabt, den habe ich was anderes gefragt. Ich habe ihn gefragt, welches war sein längstes Schiff, was er eingerüstet hat. Und bei dir würde ich jetzt fragen, was war deine längste Brücke? Die längste Brücke. Das ist momentan die Brücke in Ludwigshafen, die man gerade einrüstet. Die müsste, Außenlängen haben wieder 2,7 Kilometer. Mhm. Ob Genau. das jetzt die gesamtlängste, ja doch, die müsste einer der längsten, zumindest was die Außensanierung betrifft, müsste das eine der längsten sein. Und beim Autokran, das weiß ich, dass du die hast. Du hast sicher mehrere Autokräne. Ich habe LKW-Kräne und was ich habe, ist ein Teleskoplader mit Winde, ein großer. Autokräne selber habe ich nicht. Lasse ich mir immer beistellen, wenn ich welche benötige. Das hätte ich auch nicht die Ausnutzung, dass ich mir einen anschaffen müsste. Ja. Okay, für was bist du jetzt im Leben dankbar? Ich bin dankbar, dass es mir gut geht, dass es meiner Familie gut geht. Ich bin dankbar für die Vorarbeit, die mein Senior geleistet hat, dass ich in gut vorbereitete Fußstapfen treten durfte. Also das Wichtigste ist, dass es alle gut geht im näheren Umfeld. Ne? Eigentlich allen Menschen sollte es gut gehen, aber hauptsächlich ist man ja da im eigenen Umfeld unterwegs. Das ist eigentlich, ich bin, was heißt dankbar? Ich bin für viele Sachen dankbar, aber ich glaube, da mache ich mir auch zu wenig Gedanken drüber. Ja. Vieles nimmt man auch als zu selbstverständlich hin, ne? Weil es halt einfach schon immer so war oder es war da. Ne? Ich sage nur immer zum Beispiel, wenn manche Leute, mit denen man spricht, die dann schimpfen, hier und es geht so schlecht und was weiß ich und sag, schaut mal in andere Länder und dann sagst, ob es da noch schlecht geht. Ne? So das Niveau bei uns ist eigentlich zu hoch, um zu jammern. Lieber Matthias, die Frage Notfallplan. Du hast wohl jetzt 2 Schwestern, die in der Geschäftsleitung sind, die dich vertreten können. Aber du hast sicher auch ein iPhone und deine Schwestern wissen dann sicher auch den Code von dem iPhone, dass sie dann im Notfall auch ran können. Eher nicht. Da haben wir wirklich, wirklich einen Notfallplan gibt's nicht. Rechtlich ja. Also wenn da irgendjemand was passiert, was mit der Firma dann, wie es dann weitergeht, wem was, wer dafür was verantwortlich ist, das ist wohl geregelt. Aber jetzt dann sage, okay, dass wenn ich mal ausfall, dass einer mein Handy anschauen kann, eher nicht. Die E-Mails wird man hinkriegen, weil das läuft über einen Administrator. Da hätte man recht schnell Zugriff. Aber muss ich ehrlicherweise sagen, nee, haben wir nicht und haben wir uns noch wirklich keine Gedanken drüber gemacht. Also wir haben also das vor 8 oder 10 Jahren eingeführt und haben also im letzten Jahr, wir haben die ganzen Verträge auf der Excel-Liste geführt gehabt und die ganzen Codewörter und die ganzen Programme, was wir haben und wer da zuständig ist. Und im letzten Jahr haben wir dann ein Programm gekauft, wo wir die ganzen Verträge haben. Und das Programm kann jetzt seit Neuestem, dortmals haben wir alles abschreiben müssen aus den Verträgen und aus den Rechnungen, was wir da vereinbart haben. Also nicht Kundenverträge, sondern also Verträge mit Lieferanten und was man so alles an Verträge hat.
Und dann, jetzt hat es neue Programme KI und liest es komplett vollständig aus. Also man braucht es nur einscannen. Das Programm macht alles fertig. Und das beruhigt einen schon, wenn man dann weiß, man hat alle Verträge. Und am Schluss waren es 346 verschiedene Verträge, also Leasingverträge, Versicherungsverträge, alles was da ist. Und es war also dann schon beruhigend, dass man gesagt hat, jetzt haben wir die Verträge unter Dach und Fach. Und die haben wir dann nochmal von der Cloud runtergezogen und haben einen Stick ins Schließfach gesteckt, dass wir also wirklich alles haben. Ja gut, ich meine, also die Ablage für die Geschäftsleitung, die gibt's, da hat auch jeder Zugriff drauf, wo wichtige Sachen einfach abgelegt werden. Ne? Da sind wir schon recht gut aufgestellt. Da liegen auch die ganzen wichtigen Einkaufslisten, was weiß ich, ja, wie du sagst, Verträge mit Lieferanten. Das liegt schon an einer Stelle zentral. Und da würde ich jetzt auch behaupten, durch das, dass wir die IT anmieten, ist die Datensicherung safe. Na, die geht außer Haus. Ja. Und da mache ich mir eigentlich auch keine Gedanken, dass wenn da mal was abraucht, dass man das nicht am nächsten Tag wieder hätte. Ne? So, lieber Matthias, wen würdest du mir denn als nächsten Gesprächspartner empfehlen? Ich könnte dir empfehlen den Darius Postweiler von der Firma Quadrex. Weil ich denke, er ist doch in jungen Jahren sehr pfiffig und in der Lage, ein relativ großes Fassadengerüstunternehmen, beziehungsweise in Anführungszeichen Fassadengerüstbau, die machen auch Module, doch in jungen Jahren doch in der Lage, das in Anführungszeichen schon zu leiten. Ja. Möchtest du noch was sagen? Hast du noch was auf dem Herzen? Was wir vergessen haben? Normal waren immer, ich hab auch schon ein paar Älteres angeguckt, so ein paar Tipps an die Kollegen. Ja, genau. War ja immer, ne? Ich habe mir was versucht vorzubereiten. Wenn ich Tipps geben sollte, beim Angebot genau beschreiben, was man liefert und sich nichts durch die Hintertür aufbürden lassen, wenn dann im Vertrag wieder ganz andere Sachen drinstehen, die man eigentlich liefern sollte. Und durch die Hintertür wird dann das ULV irgendwo reingepackt und dann stehen dann Sachen drin, die man eigentlich nie angeboten hat. Das heißt auch Verträge vernünftig lesen, sich keinen Preis diktieren lassen. Ja. So, ich habe so ein paar kleinere Leitsätze, wie sagen wir, kein Nachlass ohne Gegenleistung. Ist immer so, was ich mir immer hinter die Ohren schreibe. Und was ich für ganz wichtig ansehe, ist auch so ein kleiner Leitspruch, den ich gerne für mich sage, ist Gewinn durch Verzicht. Das heißt, ich muss mir nicht jeden Auftrag, wenn er auch noch so gut ist, an Land ziehen. Weil wenn ich ihn nachher nicht vernünftig abarbeiten kann, kostet er mich Geld. Habe ich auch schon meine Erfahrungen gesammelt und den Spruch, der ist auch nicht von mir. Der kam tatsächlich von irgendeinem Mitarbeiter aus der Innung, der hat mir den gesagt, weil ich einen Auftrag erhalten habe und ich war am Verzweifeln und habe gefragt, ob ich irgendwie aus dem Vertrag wieder rauskomme. Ja, und dann kam das zum Thema, ja, war auch so schnell angeboten und zack, und das Ding kriegt und keine Leute, kein Material, nichts da und ganz schwieriger Kunde. Wir haben es dann irgendwie gewuppt mit der Verwandtschaft und der Auftrag war am Schluss dann doch gut, aber den Ärger, den ich damals hatte, den möchte ich eigentlich nie mehr haben, weil ich war dann 14 Tage schlaflos, also gefühlt, und das sind so Sachen, die merkt man sich einfach und deswegen auch meine Haltung zur Arbeitszeit, und sage, komm, man kann natürlich, wenn es nötig ist, mal ein paar Stunden dranhängen oder auch mal am Samstag, ist alles kein Thema, aber ein Dauerzustand soll das nicht sein. Dankeschön. Dankeschön für das Gespräch, dass du Zeit hattest für mich. Gerne. In diesem Sinne, schönen Tag noch, Walter.
Das war Walter Stuber, der Mutmacher, im Gespräch.